Merkt euch die weißen Dreiecke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, liebe Hobby Racer. Wie ihr sehen könnt, hier heute aus meinem Bunker. Und zwar, weil es ein neues Ideallinie- und Streckenvorstellungsvideo gibt, diesmal aus dem Automotodrom Grobnik, das heißt Rijeka, Kroatien. Viele von euch kennen die Strecke wahrscheinlich schon, ist eine sehr schöne Strecke, auch eine sehr schnelle Strecke, die vor allem von ihrem Flow lebt und dass man den Schwung ordentlich mitnimmt. Ich selber habe am Anfang große Probleme gehabt, da ordentlich irgendwie Orientierungspunkte zu finden, weil es nicht wie in Hockenheim verschiedenfarbige Banden gibt oder irgendwelche Werbegitter, die da über die Strecke hängen, wo man sich irgendwie orientieren kann. Aber es gibt hier ganz genauso Orientierungspunkte, Bremspunkte und Einlenkpunkte, die ich euch hier in dem Video anhand von der Instruktorfahrt von der Lucy Glöckner zeige. Vorne sieht man noch Stefan Nebel vorausfahren, das heißt, ihr habt die geballte Kompetenz hier. Und das Ganze ist hilfreich für sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene. Generell gelten für Rijeka zwei wichtige Punkte. Der eine ist, Kurven möglichst immer hinterschneiden, und der andere ist, merkt euch die weißen Dreiecke. Was das genau bedeutet, schauen wir uns einfach an. Wir gehen direkt rein. Wir fangen an auf der Stadtzielgerade. Als allererstes gilt es darum, eine Orientierung für den Bremspunkt zu finden. Für einen etwas früheren Bremspunkt haben wir hier in der Mitte die Brücke bzw. Ampel bei 300 Meter. Wer etwas später bremsen will oder sich schon ein bisschen mehr zutraut, für den haben wir dann hier vorne das 200 Meter Schild. Je nachdem muss man für sich selber rausfinden, ein bisschen langsam dran tasten und selbst testen, wo man sich am wohlsten fühlt. Besser erstmal konservativ anfangen, also lieber etwas früher anfangen zu bremsen und später raus seinen Bremspunkt, wenn man sich wohler fühlt, dann immer weiter nach vorne versetzen. Das 200 Meter Schild ist auch sehr wichtig als Einlenkpunkt für den leichten Rechtsknick am Ende der Geraden dann. Das heißt, wir fahren die Startzielgerade auf der linken Seite und ziehen dann gegen Ende der Gerade ab dem 200 Meter Schild nach rechts rüber in den Rechtsknick rein. Die Blickführung orientiert sich dann an den rechten Curbs, dass wir bis an die Kante von den Curbs ranfahren können, um einen guten Winkel für die darauffolgende Linkskurve zu haben. Einlenkpunkt für die Linkskurve ist dann kurz nach Ende der rechten Boxenmauer, die wir hier nochmal sehen können, in hellgelb. Das Ganze wird meistens im dritten Gang gefahren. Das heißt, wir lassen uns in die Linkskurve reinfallen und setzen den Scheitelpunkt ungefähr auf Höhe des viertletzten roten Curbs. Kurz vor Anfang des weißen Dreiecks. Weiße Dreieck heißt, am Ende aller Curbs in Rijeka haben wir immer so ein langgezogenes, spitzes Eckstück, das aussieht wie ein Dreieck. Ab hier können wir dann sauber rausbeschleunigen und ordentlich Schwung mitnehmen, um uns nach rechts raustragen zu lassen bis circa Hälfte bzw. 2/3 von der Strecke. Wir wollen also nicht komplett nach rechts rüberfahren, es reicht, wenn wir so Hälfte bis bisschen über die Mitte von der Strecke raustragen, um dann in schönem Bogen zu fahren und weiter nach links zu orientieren, um dann hier in die nächste sehr langgezogene Rechtskurve einzubiegen. Der Einlenkpunkt, können wir uns wieder orientieren, ist hier wieder das links liegende weiße Dreieck von den linken Curbs. Dabei müssen wir nicht komplett links außen an der Streckenkante sein. Es reicht, wenn wir uns hier in der Nähe ungefähr befinden, weil die Kurve noch relativ weitläufig ist. Außerdem bremsen wir hier nicht spät und hart, sondern lassen stattdessen schön reinlaufen, um wieder ordentlich Schwung mitzunehmen. Dabei halten wir die Maschine übers Gas schön ruhig, hinterschneiden die Kurve wieder und setzen den Scheitelpunkt wieder relativ spät am rechten Curb, kurz vorm weißen Dreieck. Ab hier können wir dann wieder ordentlich rausbeschleunigen und uns nach links raustragen lassen. Das Motorrad bleibt immer noch im dritten Gang. Wie ihr hier sehen könnt, rausbeschleunigen, wieder raustragen lassen, nach links zu den Curbs, wieder ungefähr auf Höhe des weißen Dreiecks. Dabei halten wir schön das Gas und fahren sauber den Bogen durch, um rechts uns wieder hier Richtung Curbs zu orientieren. Dabei ziehen wir den Radius etwas weiter zu den Curbs zu, weil Richtung Streckenmitte relativ viele Bodenwellen sind, die Unruhe ins Fahrwerk bringen. Das wollen wir vermeiden, deswegen schön eng an den Curb ranfahren. Hier ist dann eine Stelle, wo wir den Scheitelpunkt relativ mittig vom rechten Curb setzen. Hier gibt es auch keine wirklichen Orientierungspunkte, um dann den kürzesten Weg zu haben und diagonal auf die folgende 180 Grad Linkskurve zuzusteuern. Alles, was hier im rechten Bereich von der Strecke liegt,
können wir rechts liegen lassen. Das interessiert uns nicht, das bringt uns alles keinen Vorteil. Hier brauchen wir keinen Bogen zu fahren. Der kürzeste Weg ist hier definitiv auch der schnellste. Die 180 Grad Linkskurve fahren wir dann relativ spitz an, um hier dann auf der Bremse mit viel Schwung reinlaufen zu lassen und die Kurve schön V-förmig zu fahren. Hierbei achten wir dann darauf, dass wir uns nicht zu weit nach rechts raustragen lassen, rollen die Kurve mit Gas durch und legen dann wieder Gas an, wenn wir den Scheitelpunkt wie gewohnt kurz vorm weißen Dreieck setzen können, um einen geraden Ausgang zum Beschleunigen zu haben. Hier sind wir weiterhin im dritten Gang und beschleunigen entschlossen raus und lassen uns dabei dann rechts an die Curbs raustragen und nutzen die komplette Streckenbreite aus, damit wir dann circa wieder beim weißen Dreieck auf der rechten Seite rauskommen. Als nächstes schauen wir, dass wir rechtzeitig anbremsen für die nächste Kurvenkombination. Der Einlenkpunkt, wie gewohnt, ist wieder rechts auf Höhe vom weißen Dreieck und wir hinterschneiden die Linkskurve, um ordentlich Schwung mitzunehmen. Hierbei ist dann ganz wichtig, dass wir die Links-Rechts-Links-Kombination ordentlich durchflowen und alle Kurven immer schön hinterschneiden. Dadurch fällt es uns am Ende leichter, den Flow zu behalten und den Schwung komplett durch die Kurvenkombination mit durchzunehmen. Wir sehen auch hier wieder, dass wie gewohnt jedes Mal das Ende vom Curb im weißen Dreieck unser Umlenkpunkt ist für in die nächste Kurve rein. Bei der Linkskurve haben wir dann den Scheitelpunkt auf Höhe von dieser Kante im drittletzten weißen Curb. Ab hier können wir dann wieder entschlossen das Gas aufmachen, rausbeschleunigen und uns an den rechten Curb raustragen lassen. Und ihr ahnt es schon, wieder bis auf Höhe vom weißen Dreieck. Dann stellen wir das Motorrad nochmal einen kurzen Moment gerade auf, beschleunigen ordentlich weiter, um dann die nächste Linkskurve wieder von außen anfahren zu können und wieder zu hinterschneiden. Hier haben wir dann einen kurzen Anbremsmoment und legen das Motorrad um auf rechts für die folgende Bergaufpassage. Hier kann man auf jeden Fall viel Zeit liegen lassen, wenn man nicht ordentlich den Schwung mitnimmt. Wir fahren weiterhin alles im dritten Gang und hinterschneiden die Kurve wieder, wobei wir hier darauf achten, dass wir eine kurze Gedenksekunde haben, bevor wir ans Gas legen, um nicht zu früh raus zu beschleunigen, weil sonst das Motorrad noch nicht Richtung Kurvenausgang zeigt. Wieder kurz vor Anfang vom weißen Dreieck fangen wir dann an raus zu beschleunigen und achten aber darauf, dass wir leicht rechts von der Mitte bleiben, um die nächste Linkskurve dann ordentlich zu treffen. Auch hier wieder darauf achten, dass wir die Kurve hinterschneiden und auf Höhe vom weißen Dreieck rauskommen. Wir bleiben dann links orientiert, um ordentlich auszuholen für den blinden Eingang auf der Gegengerade. Hier beim Umlegen ist dann auch die beste Chance, vom dritten in den vierten Gang hochzuschalten, um dann die Wheelie-Neigung und vor allem Lenkerschlagen beim Rausbeschleunigen auf die Gegengerade zu minimieren. Wir nehmen den Schwung wieder voll mit den Berg hoch, setzen den Scheitelpunkt spät, wie wir hier sehen können, am Ende vom frisch geteerten Curb, Übergang zum bemalten Curb, um danach Unterzug umzulegen auf links und den linken Scheitelpunkt wieder am weißen Dreieck zu setzen. Danach wird voll durchbeschleunigt auf die Gegengerade, lassen uns dabei nach rechts raustragen bis zum Streckenrand und beschleunigen die Gänge komplett durch, 5. Gang, je nach Übersetzung auch 6. Gang. Der Bremspunkt ist dann wieder kurz vor bzw. beim 200-Meter-Schild, je nachdem wieder wie ihr euch wohlfühlt. Wir bremsen von ganz rechts außen an, um den Radius der folgenden Linkskurve weit zu halten und schalten noch wieder runter in den dritten Gang. Einlenkpunkt, ihr ahnt es schon, wieder beim weißen Dreieck von den rechten Curbs. Und die Kurve ordentlich hinterschneiden, um den Scheitelpunkt hier wieder kurz vom Dreieck linker Curb zu setzen. Ab dann wird nochmal Gas angelegt, dass wir uns sauber nach außen tragen lassen können. Ungefähr auf Höhe vom weißen Dreieck rechter Curb und schließen dann den Radius wieder nach innen, um die Linkskurve wieder zu hinterschneiden. Ab hier gilt es dann, entschlossen ans Gas zu gehen und voll durchzubeschleunigen und hier das Motorrad dann unter Zug durch die Rechtskurve zu drücken, damit wir viel Schwung mitnehmen können und die Gänge durchschalten können. Vom dritten in den vierten Gas halten, nicht lupfen und sauber auf Startziel raus beschleunigen und die Gänge 5 und 6 komplett ausdrehen.
Damit sind wir wieder auf der Start-Zielgeraden und haben eine Runde Rijeka geschafft. Das Ganze zeige ich euch jetzt nochmal als komplette Runde ohne Unterbrechung und mit ordentlich Sound. Und danach seht ihr nochmal eine Runde von mir in Rijeka, wo ihr dann vergleichen könnt, wie meine Linie zur Ideallinie von der Lucy war. Wenn ihr dabei seht, wo meine Fehler liegen, dann haut's gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen, Anregungen oder Kritik habt, haut's auch in die Kommentare rein. Oder lasst mich wissen, welche Rennstrecke ihr euch als nächstes zur Streckenvorstellung wünscht. Wenn ihr was lernen konntet und euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos in Zukunft zu verpassen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.